So, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video zum Tischprojekt. Hier haben wir wieder heute einen Test des Glasplattenlifters. Der Ganze ist nämlich jetzt soweit eingebaut. Die Schaltung dazu ist soweit eingebaut. Genauso wie die Programmierung ist dafür erlegt worden für den kleinen Atmel Controller, den wir hier sehen. Also das ist die komplette Schaltung für das Ganze. Genau. Hier haben wir den kleinen Switch, der erkennt, ist die Glasplatte zu oder auf. Und aktuell als Versorgung ist wieder mein Labornetzteil zuständig. Und diese Schaltung, die ich gebaut habe, die geht zwischen 8 und 16 Volt. Und man hat eben hier einfach ein bisschen Spielraum. Und die Schaltung ist recht robust, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Genau, der Strom ist aktuell getrennt. Hier haben wir den 12 Volt Teil liegen. Und hier den Abnehmer dafür. Dann, wenn ich das jetzt gleich verbinden werde, dann werdet ihr hier gleich eine Initialisierung sehen. Ich habe mir nämlich erlaubt, eine kleine Status-LED mit einzubauen, um selbst sehen zu können, was passiert denn überhaupt da drin. Und ja, habe mir ein paar kleine Codes dafür generiert. Gut, dann wollen wir mal Gas geben und ihr werdet gleich sehen, was passiert. So, was eben jetzt passiert ist, war die Initialisierung von dem Ganzen. Also der Lifter hat einmal geprüft, ist alles in Ordnung. Dann fahre ich wieder zurück in Startposition und warte auf weitere Befehle. Hier, wie man jetzt schon so schön sieht, ist ein gesleeftes Kabel hier unten an den Tisch hingelegt. Das ist nämlich später der Schalter, der alles betätigen wird oder mit dem man das Ganze starten kann. Den haben wir hier. So, dann wollen wir ihn mal drücken. Und einmal ist die Platte hochgefahren. Jetzt kann ich hier locker drunter greifen, kann die Glasplatte entfernen, kann meine Arbeiten darin vollziehen, also eine Art Wartungsmodus. Und dann kann ich wieder hergehen und kann die Platte wieder nach unten fahren. So, um es ein bisschen spannender zu gestalten, werde ich jetzt beim Herunterfahren, kurz nachdem die Glasplatte geschlossen ist, einfach mal den Strom trennen. Und dann werden wir mal schauen, was danach passiert, wenn ich wieder Strom gebe. Okay. Ich lasse euch mal mit runterfahren. So. Strom getrennt. Der Lifter hängt jetzt kurz unterhalb der Glasplatte und es kann ja vorkommen, dass einfach der Strom mal ausfällt. Wie kriege ich den Lifter nun wieder in Position? Ja, auch dafür habe ich mir was gedacht. Ich habe nämlich ein kleines Programm dazu auch geschrieben oder einen kleinen Check, der eben dem Lifter ermöglicht, dann wieder in Startposition zu fahren. Das wollen wir mal machen. Also ich gebe jetzt wieder Gas. Ja, und er fährt wieder wie gewohnt zurück in seine Startposition und wartet wieder auf Befehle. Jetzt kann ich eben wieder hergehen und kann wieder liften. Und das funktioniert auch ganz normal. Gut, so viel zu dem Test des Lifters. Dann werde ich mal schauen, dass ich jetzt da ein bisschen Ordnung, ein bisschen Feinheit reinbekomme und ein bisschen Gehäuse dafür baue. Jawohl, bis dahin.